Ja, schönen guten Tag zu einem spannenden Wirtschaftstalk jetzt. Wir sind hier im Herzen von Wien bei der Projektmanagement Austria und mir gegenüber Frau Präsidentin Magister Brigitte Schaden. Begrüße Sie. Begrüße Sie auch herzlichst. PMA, wenn man hier reinkommt in die Räumlichkeiten, man sieht da viele Schlagwörter. Wir werden dann auch noch darauf eingehen, was hier an den Wänden so hängt und womit Projektmanagement zu tun hat. Vielleicht einmal vorab konkret, was macht die PMA? Die PMA ist ein Mitgliederverein und eines unserer Hauptziele ist, das Berufsbild Projektmanager zu fördern. Und das machen wir eben sehr breit, von PR und Marketing bis zu Veranstaltungen für unsere Mitglieder, Erfahrungsaustausch, Netzwerken, Weiterbildung. Alles, was relevant und nötig ist, kann man in dem Rahmen finden. Projektmanager oder Projektmanagerin klingt total modern, das Wort, aber gibt es seit 60 Jahren, also seit den 60ern gibt es PMA schon. Wie hat das begonnen? Wie war so die Geschichte, die Entwicklung? Begonnen hat es, weil es Menschen auf der Technischen Universität gegeben haben, die sich diesem Thema angenommen haben. Und begonnen hat das in der Art wie ein Stammtisch, also man hat sich einfach getroffen. Und erst zu Beginn der 70er ist es dann formal ein Verein geworden. Aber ab den 60ern war es ein Thema in Wien und im Endeffekt dann auch in Österreich. Und wir haben im Vergleich zu anderen Ländern auch eine sehr gute Geschichte damit. Das heißt, wir waren sehr früh an dem Thema dran, früher als andere und haben das zum Teil eben auch in Universitäten positioniert. Also es gab relativ früh einen Lehrgang für Projektmanagement auf der Wirtschaftsuniversität, wo das andere noch überhaupt nicht angedacht haben. Also waren wir so ein bisschen Vorreiter. Und im Endeffekt hat sich es dann mehr und mehr entwickelt. Zu Beginn war es wirklich hauptsächlich, dass Menschen, für die das Thema wichtig war, zusammengekommen sind, sich ausgetauscht haben und sich daran erfreut haben, dass sie noch einen anderen gefunden haben, der das Thema interessant und wichtig findet. Projektmanagement, kann man das auf Branchen begrenzen oder ist das breit gefächert quer durch die Wirtschaft? Wer ist so der typische oder vielleicht untypische Projektmanager? In der Zwischenzeit kann man es gar nicht mehr begrenzen, weil egal, also welche Branche Ihnen noch einfällt, es gibt dort Projekte. Manchmal gibt es vielleicht sogar Projekte, ohne dass es den Leuten immer so bewusst ist, aber es gibt überall Projekte und Projektmanagement-Kompetenzen sind auch überall relevant, egal. Ob das eine kleine Organisation ist oder ein Weltkonzern, ganz irrelevant. Egal ob Industrie oder Dienstleistung? Ob Kultur, Sozialbereich, ganz egal. Aus welchen Branchen haben Sie die meisten Mitglieder? Kann man das immer noch von der Geschichte her aus IT und Telekommunikation. Aber so wie man früher gesagt hat, man sollte nicht nur einen Kunden haben, mit dem man den ganzen Umsatz macht. Die Branchen haben sich einfach wirklich vervielfältigt und verbreitet. Also würde ich sagen, wenn man sich so anschaut, wie es so in den 70er, 80ern waren, dann war das hauptsächlich in dem Bereich, aber in der Zwischenzeit, viel Pharma auch, also alles Mögliche. Ja, das ist Bewusstsein auch gestiegen, beziehungsweise Projekte überall sind eingekehrt. Hat sich total geändert. Gott sei Dank. Welche konkreten Serviceleistungen, was machen Sie konkret für Ihre Mitglieder, wenn Sie sagen, vom Pharma bis zu IT, quer durch den Wirtschaftsgarten? Also auf der einen Seite, wie ich vorher gesagt habe, mit der Positionierung des Themas. Das heißt, wir investieren ziemlich viel in PR und Marketing. Wir machen regelmäßige Veranstaltungen für unsere Mitglieder, kleinere und einmal im Jahr den großen Projektmanagement-Kongress PMA Focus. Und im Rahmen dieser Veranstaltungen versuchen wir Neues an die Frau und den Mann zu bringen, aber auch in Verbindung mit diesen Veranstaltungen den Menschen eine Plattform zu geben, um sich auch auszutauschen und zu vernetzen. Und da wir ja ein Mitglied der Internationalen Projektmanagement-Vereinigung IPME sind, sind wir international vernetzt. Das heißt, da gibt es jetzt 72 Mitgliedsländer. Das heißt, wir sind auch hilfreich im Kontakte knüpfen auf jedem Kontinent dieser Erde. Kontakte knüpfen, Netzwerk spielt eine ganz wichtige Rolle, gerade bei Projektmanagement wahrscheinlich auch. Ja, wobei das ja insofern hilfreich ist. Es ist ja nicht nur, dass sich die Menschen vernetzen, sondern auch das vernetzte Denken hilft im Projektmanagement. Und du musst, wenn du ein Projekt leitest, dich ja mit deinen Stakeholdern vernetzen, mit den Kunden vernetzen, mit Lieferanten vernetzen. Das heißt, die Kommunikation und das Vernetzen mit Menschen ist einfach grundlegend.
Vielleicht sprechen wir auch noch weiter über das Berufsbild Projektmanagement. Interessantes Projekt, beziehungsweise interessantes Berufsbild. Was bringt Projektmanagement dem Unternehmen? Dem Unternehmen bringt es, auf der einen Seite muss man sich vorstellen, dass wenn Sie ein Projekt in einem Unternehmen aufsetzen, dass Sie ja quasi eine kleine eigene temporäre Organisation haben, die für einen bestimmten Zeitraum sich ein bestimmtes Thema genommen hat, um das umzusetzen. Und in der Hierarchie unserer Organisationen braucht es ja Führungskräfte. Und der Vorteil der Projektorganisationen ist, dass ich zusätzlich zu meiner normalen Aufbauorganisation temporär eine Projektorganisation habe mit einer Führungskraft, die aber eben nur für die Dauer dieses Projekts diese Rolle innehat und dann wieder zurück in die Linie geht. Das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit Führungskräfte aufnehmen und sie dann wieder entlassen oder mir überlegen, was mache ich mit denen. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, dass, wenn Sie jetzt so Bereiche wie Innovation nehmen, ohne Projektmanagement und Projekte gibt es keine Innovation. Also alles, was mit Neuem zu tun hat, ob das jetzt neue Produkte oder neue Prozesse sind, hat Projektmanagement als eine Basis für die erfolgreiche Umsetzung. Wird sich da das Bewusstsein in Unternehmen geändert? Es gibt zwei Betrachtungsweisen. Das eine ist, welche Organisationen haben sich mit dem Thema beschäftigt, und das hat sehr traditionell angefangen mit Anlagenbau, dann ein totaler Hype im Bereich IT und Telekommunikation, und dann hat sich immer mehr verbreitet auf alle Branchen. Aber wo sich es noch viel mehr, finde ich, geändert hat, ist, was so quasi Inhalt ist oder welche Methoden verwendet worden sind oder was man auch als Projektmanagement verstanden hat. Der Verein hat zu Beginn den Namen gehabt, Verein zur Förderung der Netzplantechnik, ja, weil Netzplantechnik war so die Basis der gesamten Planung. Klingt allerdings ein bisschen technokratisch noch. Ja, genau, und das war auch wirklich so. Ja. Also es war sehr technisch und man hat sachlich geplant. Und erst dann sind Dinge dazugekommen, dass man drauf gekommen ist, wie wichtig ein Kontext ist, dass man sich nicht nur um das Projekt kümmern darf, sondern dass es wichtig ist zu schauen, in welchem Kontext findet das statt, wie sind die Rahmenbedingungen, in welcher Organisation, welche Kulturen gibt es da. Also darauf Wert zu legen, auch zu schauen, wie ist die Strategie von dieser Organisation und was passt dazu. Und auf der anderen Seite dann, dass es zwar gut und wichtig ist, Methoden zu kennen und die zu verstehen und auch anwenden zu können, aber das Wesentlichste ist Sozialkompetenz, ja, weil du die ganze Zeit einfach mit Menschen zu tun hast und mit Menschen permanent irgendwelche Vereinbarungen treffen musst. Das heißt, ohne Sozialkompetenz funktioniert es gar nicht. Wie in vielen Bereichen des Lebens. Ja, stimmt. Ich stelle mir das auch unglaublich spannend vor, Ihre Tätigkeit und die Tätigkeit Ihres Teams, weil auch so viele unterschiedliche Branchen mit unterschiedlichen Bedürfnissen da vor Ihnen stehen auch. Stimmt, es ist nie langweilig. Ja. Also ich finde, wenn man mich fragt, was man werden sollte oder welche Kompetenzen man sich aneignen sollte, dann definitiv Projektmanagement. Ich finde, dass es in der Zwischenzeit so eine richtige Basisqualifikation ist. Ja, so wie Sie ohne Englisch nicht mehr durchkommen, und ohne IT-Kenntnisse kommen Sie auch nirgends mehr durch. Ja. Und ich finde, auch ohne Projektmanagement-Kompetenzen sollte man niemanden mehr in irgendeinen Beruf entlassen. Man sieht auch dieses Leuchten in Ihren Augen, wenn Sie darüber sprechen. Deswegen möchte ich Sie auch gleich zitieren. Projektarbeit ist die Organisationsform des 21. Jahrhunderts. Was steckt da genau dahinter, hinter dieser Aussage? Ohne dem geht es quasi nicht mehr. Genau, ohne dem geht es gar nicht mehr. Und die wesentliche Veränderung, oder was ich eben so spannend finde, ist, dass im Laufe der Zeit sich eben das Projektmanagement verändert hat und eben angepasst hat an die jeweiligen Rahmenbedingungen. Und jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Und jetzt sind die Rahmenbedingungen ganz anders, als sie früher gewesen sind. Und was jetzt zum Beispiel gar nicht mehr oder sehr selten funktioniert, ist, dass man sich zu Beginn mit gescheiten Leuten irgendwo in ein Kammerl zurückzieht und überlegt, wie machen wir das? Ja? Und dann machen wir einen ganz tollen, durchdachten, gefiggelten Plan, und der wird dann abgearbeitet. So funktioniert derzeit nur mehr wenig, weil in der Zeit, wo ich diesen Plan gemacht habe, hat sich nämlich meine Umwelt schon wieder so verändert, dass ab dem Moment, wo ich fertig bin, stimmt das schon nicht mehr und ich kann eigentlich wieder von vorne anfangen. Das heißt, jetzt ist es so, dass man sich viel mehr an der Zukunft orientiert. Also was möchte ich damit erreichen? Was soll am Ende möglich sein?
und eher in kurzen Planungszyklen, wo man sehr viel Prototypen erzeugt, das immer wieder gleich ausprobiert an Kunden, schaut, wo man was verändern kann, aber immer mit wirklich einer totalen Einbindung des Kunden und auch in sehr kurzfristigen Planungs- und Umsetzungsschritten. Wobei da steckt auch etwas Visionäres dann da drinnen. Also absolut, wenn Sie sagen, das ist so zukunftsorientiert, nicht der Plan vorher und dann nach dem Plan, malen nach Zahlen, sondern umgekehrt eigentlich die Vision und diese Folgen dann. Genau, deswegen passt ja zur Innovation, weil ja auch etwas, was dann erst in Zukunft da sein soll und mir in Zukunft helfen soll, als Organisation erfolgreich zu sein. Extrem spannend. Was muss jetzt ein guter Projektmanager oder Projektmanagerin, was muss die können? Wie kann sich die qualifizieren? Ja, das ist eben die andere Geschichte, dass, also wenn Sie jetzt zum Beispiel nach unserem Gespräch Lust haben zu meinen, Sie sind jetzt Projektmanager und Sie würden sich das jetzt auch noch auf Ihre Visitenkarte schreiben, dann wäre das zumindest legal, weil das ein freier Beruf ist. Da gibt es nicht wie Arzt bestimmte Voraussetzungen, die Sie da erfüllen müssen. Und weil das so ist, gibt es eben Zertifizierungen, damit es eine Möglichkeit gibt, nach außen nachweisen zu können, dass ich als Projektmanager diese Kompetenzen habe. Und das ist eben auch ein Bereich, den wir anbieten. Auf der einen Seite, um den Projektmanagern und Managerinnen zu ermöglichen, ihre Qualifikation und ihre Kompetenz auch nachweisen zu können. Aber auf der anderen Seite auch für Organisationen, wo es hilfreich ist, dass die Leute, die bei dir in der Organisation im Projektmanagement arbeiten, auch alle dieselbe Sprache sprechen, dieselben Sachen unter denselben Begriffen verstehen und deswegen besser miteinander arbeiten können. Welche Zertifizierungen gibt es da, unterschiedliche? Da gibt es unterschiedliche Stufen. Es gibt so eine Basisstufe, da geht es wirklich darum, dass Sie die Kompetenzen kennenlernen, dass sie wissen, dass sie verstehen und dass sie auch anwenden können. Dafür brauchen sie aber nicht unbedingt eine Vorerfahrung. Also das ist ein bisschen so wie bei anderen Dingen auch. Sie lernen etwas und nachher legen sie eine Prüfung ab, dass sie das, was sie gelernt haben, auch verstanden haben und anwenden können. Ab dem Level hat es immer etwas mit Erfahrung zu tun. Das heißt, ich muss schon in Projekten gearbeitet haben. Diese Projekte müssen eine bestimmte Komplexität gehabt haben. Daran unterscheiden sich eben auch die Level. Und ich muss zu dem Zeitpunkt dieser Zertifizierung nachweisen können, wie ich diese Kompetenz in der Vergangenheit in unterschiedlichen Projekten angewendet habe. Das heißt, es ist ein bisschen so auch die Geschichte wie beim Fliegen oder beim Busfahrer. Wenn man quasi die Lizenz hat und dann beginnt, dann musst du aber immer auch permanent nachweisen, dass du noch immer fliegst und noch immer Bus fährst. Und das wird dann irgendwann mal wieder verlängert, weil wenn man es nicht permanent macht, dann, ja, es ist wie im Training, man verliert dann. Übung ist es auch, die Routine. Genau, Ja. ja. Gibt es irgendein Projekt, wo Sie zurückdenken, das die BMA oder Sie begleitet haben, wo Sie sagen, das war besonders spannend? Oder ist es die Vielzahl prinzipiell oder sind es viele? Es sind viele spannend, aber unterschiedlich spannend. Ja. Weil manche Sachen sind spannend, weil sie inhaltlich neu sind und halt wirklich, wirklich spannend sind. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, auch wenn es schon ewig lang her ist, dass die Leute, die damals bei dem Projekt Mondlandung dabei waren, gut, ja, also das muss inhaltlich ein Wahnsinn gewesen sein. Das ist der eine Teil. Aber der andere Teil, das betrifft zum Beispiel Projekte, die ich innerhalb der IPME gemacht habe. Wenn du mit Menschen aus über 70 Ländern zusammenarbeitest, wo es so viele unterschiedliche Kulturen gibt und du musst versuchen, dann irgendwas Gemeinsames zu schaffen, dann ist das auch total spannend. Ja, auch wenn der Inhalt jetzt vielleicht nicht das Innovative ist, aber das Arbeiten mit den anderen ist genau das. Da schließt sich der Kreis zu den sozialen Kompetenzen, die Sie vorher angesprochen haben. Genau. Die da wahrscheinlich alles überschattet und genau. ganz wichtig ist. Genau. Und wir haben ja in Österreich ein super Beispiel von einem Projekt, was quasi nicht gut gelaufen ist, wo man soziale Kompetenz zu wenig verwendet hat, beziehungsweise auf die Stakeholder nicht geachtet hat. Und das ist unser nicht in Betrieb gegangenes Kraftwerk Zwentendorf. Das wurde ja voll fertig gebaut und dann aber nicht in Betrieb genommen, weil man verabsäumt hat,
die Bevölkerung da irgendwie einzubinden und sicherzustellen, dass die das auch haben wollen. Für welche Unternehmen ist die BMA da? Ab welcher Größe beginnt es, wo das sinnvoll ist, bei Ihnen Mitglied zu werden? Oder wie wird man Mitglied? Wie schaut das aus? Also Mitglied werden kann jeder, der Mitglied werden möchte. Okay. Da gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Wir sind da für Menschen, sage ich mal, jetzt haben wir 6 Jahre, von 6-Jährigen bis, ich weiß nicht, so lange man halt... 6-Jährige schon, die Mitglied sind? Wir haben auf der Kinderuni zum Beispiel heuer einen Workshop gemacht für Kinder, wo sie eben spielerisch, aber im Endeffekt eine Kugelbahn bauen konnten als Projekt und eben auch da Rollen definiert haben und so. Also wir haben eine eigene PMA Young Crew, also einen Teilbereich der Organisation, wo nur Junge dabei sind und sich auch ihr Programm selber machen können. Und es geht dann weiter, bis Menschen in Pension gehen und manche, die in Pension gegangen sind, kommen trotzdem noch immer zu uns, weil sie das Thema interessiert und sie eben nebenbei auch noch immer was machen. Ja. Spannend. Welche Vision haben Sie für die BMA, für das Projektmanagement Austria? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, da möchten wir in 10 Jahre hin, dem Masterplan sozusagen? Die Vision, die immer gegolten hat, ist die Organisation, den Verein immer so aufzustellen, dass er mit allen Gegebenheiten, die es gibt, gut umgehen kann. Kleines Beispiel, aber war ein relevantes. Corona haben wir auch nicht vorhergesehen. Und die Zertifizierungen, die wir durchführen, die haben ja hier in diesen Räumlichkeiten stattgefunden. Das ging dann von einem Tag am anderen nicht mehr. Das heißt, das, was wir da machen mussten, ist so schnell wie möglich zu schauen, dass es uns gelingt, diese Zertifizierung in den virtuellen Raum zu bringen, damit wir diese Dienstleistung weiterhin anbieten können. Und das ist uns sehr schnell gelungen. Also wir waren ab April 2020 wieder voll mit allem im Betrieb und haben genau dieselben Dienstleistungen bringen können wie davor. So meine ich. Also, dass du schaust, dass du die Organisation so aufstellen kannst, dass egal was passiert, du hast dann die Kompetenzen, um damit einfach gut umgehen zu können. Und die Flexibilität? Und die Flexibilität. Und das Know-how, um da schnell reagieren zu können. Ja. Das wird, wenn man sich bei Ihnen in den Räumlichkeiten umschaut, da sind natürlich viele Schlagwörter auf vielen Bildern. Da geht es auch viel um Spirit und Motivation auch. Gell? Also auch ein wichtiger Punkt im Projektmanagement. Ja, wobei ich immer sage, die Leute, die freiwillig im Projektmanagement arbeiten, sind alle motiviert, weil sie das wirklich gern machen. Ja. Es ist eben vielseitig. Du hast eine wunderbare Möglichkeit, dir zum Teil Zeiten einzuteilen, weil das ist eben kein 9-to-5-Job. Das ist sehr unterschiedlich, wie viel, wann, in welcher Form gebraucht wird. Und es wird nie langweilig. Ja. Und ich denke mir, ja, wer kann das schon so von seinem Beruf sagen? Das stimmt, dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Ein herrlicher Abschluss. Ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch und diesen Einblick. Danke auch. War wirklich sehr interessant. Dankeschön. Ja, danke auch Ihnen zu Hause. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund und mehr Informationen sehen Sie jetzt eingeblendet, wie Sie mit Projektmanagement Austria in Verbindung treten können. In diesem Sinne, Wiederschauen.